Ich möchte weitersprechen mit Professor Michael Wolfsohn, Professor für Zeitgeschichte. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Guten Tag. Wir haben es gerade schon gehört, es ging da jetzt nicht darum, Brücken zu schlagen zu den Menschen, die nicht gewählt haben, aber offenbar auch nicht in Richtung Europa. Viele haben ja aktuell Angst, dass es eine Entfremdung geben kann. Da ist natürlich der Eklat vom Weißen Haus am Freitag zwischen Zelensky und Trump maßgebend. Aber kann eine Partnerschaft, die so lange und so tief verwurzelt ist, wirklich so schnell zerbrechen? Oder gab es da einfach vorher schon Risse? Diese Zerbrechung bahnte sich eigentlich seit Jahrzehnten an und Trump ist sozusagen die Antwort auf das, was jahrzehntelang Deutschland und Westeuropa mit den Vereinigten Staaten von Amerika machten. Die Vereinigten Staaten holten die Kastanien aus dem Feuer, die Deutschen und Westeuropäer machten Geschäfte und traten den Amerikanern ins Schienbein. Und auf seine burschikose und auch geradezu harte und brutale Art und Weise reagiert nun in der Person von Trump das frustrierte Amerika. Jetzt muss man ja sagen, dass dieser Alarmschlag, dieser Wecker in ganz Europa auf jeden Fall zu hören war. Hier in Deutschland soll es jetzt Milliardeninvestitionen geben, auf EU-Ebene auch. Man rüstet wieder auf, nachdem man sich sehr, sehr lange hier in Frieden gedacht hat. Aber wie schnell kann das gehen, bis man wirklich unabhängig von den USA ist, die ja aktuell unsere große Schutzmacht sind? Ja, natürlich dauert so etwas. Das ist anders als das Ein- und Ausschalten eines Fernsehapparates oder eines Laptops. Und das genau ist das enorme Defizit, das Deutschland und Westeuropa in den letzten Jahrzehnten selbstverschuldet nun konfrontiert sehen. Das heißt, wir bekommen jetzt die Quittung für all das, was wir in den letzten Jahrzehnten versäumt haben. Wenn wir jetzt auf den Ukraine-Krieg schauen, der natürlich gerade das große Thema ist, denn dort sterben jeden Tag Menschen, dann haben wir zumindest wohlwollend jetzt von Donald Trump gehört, Zelensky sei auf ihn zugekommen und damit können die Verhandlungen weitergehen. Der Krieg, er soll beendet werden, aber es scheint ja doch unter Trumps Bedingungen passieren zu müssen. Was kann und muss Europa dann tun? Denn die Worte, die hören wir die ganze Zeit, dass man die Ukraine weiter unterstützen werde. Nun gut, das hat Europa auch seit 2022 getan. Die Europäer und auch die Biden-Administration haben der Ukraine Waffen geliefert, die zum Siegen zu wenig waren und zum Überleben gerade so einmal reichten. Das bedeutet auf die Wirklichkeit übertragen, dass der Status quo zementiert worden ist. Das heißt ganz konkret, der Osten der Ukraine samt der Krim-Halbinsel ist für die Ukraine faktisch verloren gewesen, auch bis zum Amtsantritt von Donald Trump. Da kann man sich nichts vormachen. Wer das Gegenteil behauptet, der verbreitet Unwahrheiten. Und mit dieser Situation hat sich nun ganz offen Trump abgefunden. Und jetzt tun die Europäer so und auch die Demokraten in den Vereinigten Staaten von Amerika, als ob das eine ganz neue Entwicklung wäre. Trump geht von dem aus, was bislang gemacht worden ist. Und insofern hat er, muss man ganz objektiv sagen, recht, wenn er von der Fortsetzung des Krieges als eines sinnlosen Krieges spricht, weil die Fortsetzung des bisherigen Krieges den jetzigen Status quo weiter erhalten würde und noch zu Ungunsten der Ukraine zusätzlich, aber nicht grundsätzlich existenziell verändern würde. Herr Professor Wolfsohn, vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen.